Einige Zeit nicht verfügbar, jetzt wieder da, der Traxxas Ford Fiesta in der Rally Edition, und dieses Fahrzeug packe ich jetzt in diesem Video mit dir zusammen aus und wir schauen uns das Fahrzeug mal ganz genau an. Das Fahrzeug hier hat mir mein Kumpel David zur Verfügung gestellt für ein Unboxing-Video. Danke dafür. Bevor wir den Wagen auspacken, schauen wir uns mal hier die Verpackung von außen genauer an. Der Karton an sich ist wenig aufregend. Das Ganze ist hier in so einem Seidenmatt gehalten. Wir haben hier allerdings keine Mischung aus Hochglanzfotos und Seidenmatt, sondern der ganze Karton kommt so einheitlich in diesem Ton. Wir sehen hier vorne natürlich den schicken Rallye Fiesta, hier steht auch nochmal Fiesta ST Rally mit Allradantrieb. Das Ganze hier ist eine offiziell von Ford lizenzierte Karosserie. Sieht soweit ganz schick aus. Hier unten haben wir dann nochmal eine Information zu der Fernsteuerung. Es ist ein 2,4 GHz System. Wir drehen das Ganze mal. So, da sehen wir den Fiesta einmal von hinten und auch hier wird wieder auf das 2,4 GHz System hingewiesen und auf den 550er Brushed Motor mit 12 Turns und dem Traxxas Regler XL5. Es geht weiter. Wir sehen hier den Traxxas nochmal im Seitenprofil. Sieht auch ganz schick aus. Hier wieder die Info zum Fernsteuerungssystem und zum Regler etc. Wir schauen auch nochmal hier ganz kurz drauf. Hier sehen wir den Fiesta auch nochmal von vorne. Wir klappen das Ganze mal um und wir sehen hier ein paar Informationen auch nochmal zum Fahrzeug. Hier ist er nochmal abgebildet. Du bekommst auch ein bisschen Werkzeug mit dazu. Und hier ganz groß nochmal so ein fröhlicher Service-Mitarbeiter, der sich schon auf deine Rückfrage freut. Hier wird also nochmal der Kundendienst beworben. Die interessanteste Seite ist tatsächlich die Unterseite, denn hier sehen wir mal so ein bisschen was vom Chassis. So sieht das Ganze aus. Allradantrieb, Regler, Motor, Frontbumper. Das schauen wir uns gleich alles mal ganz in Ruhe an. Und jetzt packen wir den Guten erstmal aus. Das Fahrzeug kommt ready to run zu dir nach Hause. Dich erwartet also kein Bausatz, dafür wäre der Karton auch etwas groß. Und jetzt können wir ihn hier mal rausziehen. Ha, noch OVP, guck es dir mal an. Sehr schön. So, beim Auspacken hole ich dich mal ein bisschen näher. Was mir schon mal gut gefällt, das ist auf alle Fälle diese Folie. Dann kann diese tolle Karosserie nicht verkratzen. Wobei nach der ersten Fahrt dürfte die sowieso etwas anders aussehen. Aber es soll ja zumindest schön bei dir ankommen. Gucken mal, ob wir es schon abheben können. Aha, gucke mal, die Karosserie geht schon runter. Wir sehen hier auch schon so ein bisschen das Chassis, das schauen wir uns gleich an. Jetzt muss ich erstmal gucken, was wir denn alles im Lieferumfang enthalten haben. Wir haben zum einen natürlich das Fahrzeug fertig aufgebaut und zum anderen befindet sich auf der Unterseite hier die Fernsteuerung. Das schauen wir uns gleich an. Und auch hier nochmal eine Anleitung, ein bisschen Werkzeug, alles schön eingeschweißt. Und das Fahrzeug an sich ist hier unten noch mit Kabelbindern festgemacht. Das Ganze löse ich jetzt mal, dass wir uns das Fahrzeug auch mal richtig schön in ganzer Pracht anschauen können. Auf den ersten Blick muss ich echt sagen, wow, das Ding sieht richtig gut aus. Ich mag generell das Design von dem Fiesta. Ich persönlich hatte privat auch einen Fiesta und bin damit schön morgens zur Arbeit gefahren. Mir gefiel dieses Design sehr gut. Wir sehen hier natürlich auch nochmal das große Ford-Logo. Das Fahrzeug ist offiziell von Ford lizenziert und zeigt den Ford Fiesta ST in der Rallye-Variante. Und guck mal, wie geil der lackiert ist. Wir haben hier so ein bisschen Gunmetal Grey, schwarze Applikation und das Ganze geht dann wirklich ins sehr Dunkle über mit so ein bisschen Rot. Und wenn wir jetzt hier mal genau hinschauen, dann ist das ganze Heck auch voller Totenköpfe. Das sieht ziemlich cool aus. Hier die Karosserie geht nochmal breit raus, wie so eine Art Schmutzfänger, dass der ganze Dreck hier nicht so fliegt. Das gefällt mir sehr gut. Macht einen richtig schönen breiten Hintern. Großer Heckflügel hier für den Anpressdruck. Das ist natürlich reine Optik. Der wird jetzt beim Fahren nicht wirklich was bringen. Aber schau mal.
Das sieht richtig schick aus. Die Räder passen super in den Radkasten. Ich habe hier nicht das Gefühl, dass die Räder zu klein sind und in diesem Radkasten komplett verschwinden. Das sieht richtig schick aus. Da hat Traxxas sich auf jeden Fall was bei gedacht bei dieser Lackierung. Auch wenn er nicht lange so aussehen dürfte, so würde ich ihn mir auch in eine Vitrine stellen. Das Ganze ist eine Lexan-Karosserie, so wie man es kennt. Die macht ja hier oben einen recht stabilen Eindruck, auch hier auf dem Powerdome. Hier sehen wir unsere Karosseriehalter, wo dann die Karo-Klemmen einfach draufkommen. Das Einzige, was ich sagen muss, ich bin eigentlich ein großer Fan von Lexan-Karosserien, aber dieses Fahrzeug geht ja in den Bereich Rallye und vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen in Richtung Bashen. Und da finde ich, ist das hier doch sehr, sehr dünn. Also hier hätte ich wirklich Angst, dass das relativ schnell kaputt geht und splittert. Das ist also wirklich ganz, ganz dünn. Ich hoffe, man sieht das. Also hier wäre ich wirklich dabei, vielleicht vor der ersten Fahrt die Karosserie von innen mal so ein bisschen zu tapen oder auch mal mit so einem Faserband oder sowas von innen zu verkleiden, dass man hier nicht so schnell Risse hat. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass gerade hier in dem Bereich, wo es halt wirklich sehr, sehr dünn ist, dass es da anfängt zu reißen. Ansonsten wirklich ein wunderschönes Fahrzeug, gefällt mir richtig gut, sieht mega aus. Es gibt eine Sache, die mich bei Traxxas immer wieder erstaunt, und das sind die Größenangaben. Dieses Fahrzeug hier kaufst du im Maßstab 1:10. Ich habe jetzt einfach mal zum Vergleich einen 1:10er Tamiya XV01 daneben gestellt, und ich muss sagen, der Tamiya geht neben dem Traxxas nahezu unter. Man hat es ja schon bei den Traxxas TRX4 gesehen, beim Defender zum Beispiel, dass der deutlich größer ausfällt als ein klassischer 1:10er. Wenn du dir dieses Fahrzeug kaufst, solltest du auf alle Fälle im Hinterkopf haben, 1:10 wird angegeben, das Fahrzeug ist aber deutlich größer. Gerade wenn du vielleicht mit anderen Leuten Rallye fahren möchtest, kann es sein, dass dein Traxxas hier komplett aus der Reihe fällt, weil er deutlich, deutlich größer ist. Wir bewegen das Ganze mal hier so, dass man das auch mal so ein bisschen sehen kann. Ich finde, das ist schon eine wichtige Info, wenn man sich das hier mal so anschaut, vom Radstand her. Ja, das hier ist ein Lancia Delta Integrale und das hier ist ein Fiesta. Die Fahrzeuge unterscheiden sich in der Größe aber gar nicht so wahnsinnig im Echten. Und wenn ich mir jetzt angucke, wie riesig einfach der Traxxas Fiesta ist, ja, dann wird dieser Größenunterschied doch nochmal ziemlich deutlich. Das fand ich wichtig, dass du das auf alle Fälle weißt. Die Optik und die Größe, das ist das eine. Die Performance und das Chassis mit den elektronischen Bestandteilen, das ist das andere. Und das schauen wir uns dann jetzt mal ganz genau an. Beim Chassis erwartet uns die typische Traxxas Qualität und die finde ich sehr gut. Das Ganze macht einen hochwertigen Eindruck. Wir haben hier an der Seite so ein bisschen Schutz. Das Ganze ist auch etwas weicher gehalten. Das kann man so ein bisschen eindrücken. Dieses Monocoque-Chassis hier, das ist stabil. Wir haben hier nochmal so eine Wabenstruktur. Das fühlt sich alles gut an. Das kann ich so auch nicht wirklich eindrücken. Hier unser Akkufach. Zack, so kann man das einmal rausnehmen für verschiedene Akkugrößen. Hier auch nochmal so ein bisschen Moosgummi drin, dass das Ganze während der Fahrt nicht klappert. So, wir setzen das Ganze nochmal ein. Du kannst hier natürlich wählen zwischen einem etwas dickeren Akku und einem etwas schmaleren Akku. Dazu kannst du hier den Akkuhalter einfach mal drehen. Jetzt hast du hier zum Beispiel 25 mm Luft. Vorher waren es nur 23 mm. Das kennen wir auch aus anderen Traxxas Modellen. Die Kardanwelle hier in der Mitte, die verbindet natürlich das Ganze, sodass wir hier auch einen Allradantrieb haben. Die Kardanwelle ist hier aus Kunststoff, macht soweit aber einen stabilen Eindruck. Hier hinter unsere klassischen Zahnräder, die dann hier zu unserem Motor führen. Und hier war ich doch etwas überrascht. Wir haben hier den 550er Titan Bürstenmotor mit 12T. Das Ganze ist also nicht auf Brushless
Und mich würde mal interessieren, hast du das Fahrzeug vielleicht schon mal auf Brushless umgebaut oder kennst jemanden? Wie sieht's denn mit der Langlebigkeit aus? Das schreibt mir gerne mal in die Kommentare, das würde mich echt interessieren. Damit der Motor nicht ganz so warm wird, sehen wir hier so ein kleines Lüftungssystem. Das ist wie so kleine Schaufelrädchen, die hier für eine Zirkulation sorgen. Hier unser altbekannter Traxxas Regler, der XL5. Das Ganze ist wasserdicht, genauso hier wie unsere Empfängerbox. Die ist richtig schön gekapselt, da sollte also nichts drankommen. Und auch hier unser Lenkservo, wasserdicht. Hier kannst du also auch mal richtig durch den Schlamm jagen, das sollte gar kein Problem sein. Die Reifen, ja, die machen jetzt gar nicht so einen wahnsinnig grobstolligen Eindruck, sollen aber gut performen, das finden wir auf jeden Fall noch raus. Wir sehen auf alle Fälle, dass das Profil nach außen hin etwas anders ist als nach innen. Ja, die sind jetzt nicht wahnsinnig weich, aber auch nicht zu hart. Das müssten wir uns dann einfach mal draußen in der Natur anschauen, wie das Ganze dann performt. Hier unsere Antriebswellen, wir sehen das Ganze. Ja, die Traxxas Federung ist halt richtig geil, muss ich ehrlich sagen. Das fühlt sich richtig gut an, fühlt sich wertig an. Auch wenn das Ganze hier jetzt alles ein bisschen kleiner ist, macht es doch einen soliden, stabilen Eindruck. Beim Bashen, da sehe ich dieses Fahrzeug nicht so wirklich. Dafür sind mir hier vorne die Teile einfach zu schwach ausgelegt und auch hier an der Lenkung, das ist mir etwas zu dünn, um den jetzt mal richtig fliegen zu lassen über eine Rampe. Da wäre ich an deiner Stelle doch dann sehr vorsichtig. Hier vorne noch so ein bisschen Schaumstoff, falls man mal mit der Front irgendwo gegenknallt. Unsere Karo-Halter sind hier auch in der Höhe nochmal verstellbar. Ja, das macht alles für den Preis wirklich einen guten Eindruck. Auf den Preis kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Das Fahrzeug von unten macht soweit auch einen schönen Eindruck. Ja, das ist natürlich alles Kunststoff. Ich würde vielleicht im Zubehörmarkt einfach mal schauen, ob man gerade für hier vorne was hat. Weil wenn man hier über die Steine fährt oder so, ja, es geht recht hoch los und wird dann doch etwas tiefer. Und gerade hier dürften sich viele Steine dann richtig schön reinbohren. Je nachdem natürlich, wo man auch fährt. Wie gesagt, ich sehe diesen Wagen nicht so wirklich als Basher. Aber wenn es hier irgendwie was gibt, um den Unterboden ein bisschen zu verkleiden, dann würde ich das auf jeden Fall machen. Das dürfte der Langlebigkeit doch sehr zugutekommen. Die Funke ist eine ganz klassische Traxxas Funke. Ich finde diese Klasse, die kennt man aus sehr, sehr vielen Modellen. TRX 4 Sport zum Beispiel, aber auch beim TRX 4M ist diese vertreten. Sie macht einen guten Eindruck, sie liegt wirklich gut in der Hand. Wir können hier vorne nochmal so ein bisschen die Trimmung einstellen. Wir haben einen Set-Knopf und ja, braucht man mehr? Nein, ich denke nicht. Die Fernbedienung ist vernünftig und passt gut zu diesem Fahrzeug. Des Weiteren im Lieferumfang enthalten diese wunderbare Tüte. Da haben wir jetzt hier noch die ein oder andere Einstellungsmöglichkeit für unsere Dämpfer, um die ein bisschen straffer einzustellen, ein bisschen weicher einzustellen. Wir haben ein klein wenig Werkzeug und hier auch nochmal solche Plättchen, die man hier unter die Karo-Halter setzen kann. Das ist ganz schön. Eine Betriebsanleitung und auch nochmal ein paar Hinweise auf Tuning-Möglichkeiten. Traxxas zeigt hier mit dem Rallye Fiesta ein wirklich sehr schönes Rallye-Auto zu einem Preis von circa 320–330 Euro. Auch wenn das Fahrzeug mit 1:10 angegeben ist, fällt er doch recht groß aus. Das sollte man vor dem Kauf auf jeden Fall beachten. Die Qualität finde ich völlig in Ordnung. Das Chassis überzeugt. Die Lexan-Karosserie von der Dünne hier an den Seiten überzeugt mich hingegen nicht ganz so. Das Fahrzeug kommt mit einer Bürsten-Kombo und ich denke, eine leichte Brushless-Kombo dürfte auf jeden Fall drin sein. Man sollte allerdings nicht auf die Idee kommen, hier eine wirklich große Brushless-Kombo einzubauen. Ich denke, dafür ist dieses Fahrzeug nicht ausgelegt. Es ist ein Rallye-Fahrzeug und kein Basher. Wer also etwas sucht für einen korrekten Preis, wo man auf Waldwegen fahren kann, auf leichtem Schotter, vielleicht auch mal auf dem Spielplatz, der dürfte hier wirklich sehr gut bedient sein. Wem die Optik von dem Fahrzeug überhaupt nicht gefallen sollte, der kann sich die Karosserie auch einfach in Klar holen und dann individuell für sich selber lackieren. Was sagst du zu dem Fahrzeug? Hast du es vielleicht zu Hause? Schreib es mir in die Kommentare. Bis dahin, ciao!